England 1588. Seit 3 Jahrzehnten regiert Elisabeth I. das Königreich, doch in den Nächten findet sie keinen Frieden. Immer wieder erscheint ihr das Gesicht ihrer Cousine, Maria Stuart. Die Frau, die ihr den Thron streitig machte, die Königin, die sie vor einem Jahr zum Tode verurteilen ließ. Doch wer war Maria Stuart wirklich? Was prägte sie in ihrer Kinderzeit? Warum wurde sie zur gefährlichsten Rivalin von Elisabeth I.? Und wie gelang es dem englischen Geheimdienst, sie endgültig zum Schweigen zu bringen? Maria Stuart kommt im Dezember 1542 zur Welt, als einziges legitimes Kind von König Jakob V. von Schottland und seiner Gemahlin, der französischen Adligen Marie de Guise. Nur 6 Tage später stirbt der König, geschwächt nach einer Niederlage gegen die Truppen seines Onkels, Heinrich VIII. Von England. Und so geschieht das Undenkbare. Ein Säugling wird Königin von Schottland. Maria Stuart, Königin von Gottes Gnaden. Natürlich kann ein neugeborenes Kind kein Reich führen. Die Regentschaft übernimmt ihre Mutter, Marie de Guise. Klug, politisch erfahren, streng katholisch und geprägt von der französischen Hofkultur. Schottland ist zu dieser Zeit ein Land voller Spannungen und Gefahren, adlige Clans, die nach Einfluss streben, drohende Kriege mit England und religiöse Konflikte. Um das Kind zu schützen, zieht sich der königliche Hof hinter die sicheren Mauern der Burgen zurück. Die ersten Monate verbringt Maria auf der mächtigen Festung von Edinburgh, hoch über der Stadt, auf schwarzem Vulkangestein thronend. Ihr Leben beginnt nicht in Sicherheit und Frieden, sondern inmitten von Machtkämpfen, Angst und Intrigen. Kurz darauf bringt man sie nach Stirling Castle, am Rand der Highlands. Dort erlebt sie bis zu ihrem 5. Lebensjahr eine behütete Kindheit, so friedlich, wie es einer Königin in diesen unruhigen Zeiten möglich ist. Hier wird sie im Alter von nur 9 Monaten offiziell gesalbt und gekrönt. Ihre Mutter sorgt dafür, dass Maria im katholischen Glauben erzogen wird, nach französischer Tradition und fern von protestantischem Einfluss. Ganz anders ihre Cousine Elisabeth von England. Sie ist 9 Jahre älter, wächst am englischen Hof auf, protestantisch, als Tochter Heinrichs VIII., des Königs, der mit der katholischen Kirche gebrochen hat und sich selbst zum Oberhaupt der Kirche von England erklärt hat. Schon in ihrer Kindheit stehen Maria und Elisabeth, ohne es zu wissen, auf 2 gegenüberliegenden Seiten einer zerrissenen Welt. Im 16. Jahrhundert geht es in Europa nicht nur um Grenzen und Schlachten, sondern um Erbfolge, Religion und den Kampf um königliche Legitimität. Katholische Adlige und Geistliche sind überzeugt, Maria Stuart hat das stärkere Anrecht auf den englischen Thron als Elisabeth I. Dass Maria keine Engländerin, sondern Schottin ist, spielt dabei kaum eine Rolle. Entscheidend ist ihr königliches Blut. Sie stammt wie Elisabeth direkt von Heinrich VII., dem Begründer der Tudor-Dynastie, ab. Elisabeth ist seine Enkeltochter, Maria seine Urenkelin. Aus dieser Verwandtschaft entsteht ein gefährlicher Konflikt, eine Rivalität, genährt von Religion und Macht. Für überzeugte Katholiken ist Elisabeth keine rechtmäßige Königin. Sie ist die Tochter Heinrichs VIII., der sich vom Papst losgesagt und die protestantische Kirche Englands geschaffen hat. Maria dagegen ist katholisch, königlich, europäisch vernetzt und scheint für sie die ideale Herrscherin, um England wieder in den Schoß der römischen Kirche zurückzuführen. Marie de Guise trifft eine weitreichende Entscheidung. Ihre Tochter soll Schottland verlassen und nach Frankreich gehen. Unter dem Schutz ihrer französischen Verwandten soll Maria am Hof der Valois erzogen werden und sich mit dem französischen Thronfolger verloben.
So sichert man ihr nicht nur eine mächtige Allianz, sondern auch ihre Zukunft als Königin zweier Reiche. In Frankreich öffnet sich für Maria eine völlig neue Welt. Fern von den rauen Burgen und politischen Intrigen Schottlands betritt sie einen Hof voller Glanz, Bildung und Etikette. Schlösser wie die an der Loire, Fontainebleau, Chambord und die Residenzen in Paris werden zu ihrer neuen Heimat. Hier wächst sie nicht als bedrohte Königin auf, sondern als verwöhnte Prinzessin, umgeben von Dienern, Musik, eleganten Festen und französischer Hofkultur. Sie wird Teil der königlichen Familie, erzogen wie eine Tochter des Hauses. Alles ist geprägt von Kunst, Philosophie, ein scharfer Kontrast zu Schottland, wo Machtkämpfe, Clans und Verrat den Alltag bestimmen. Mit nur 15 Jahren heiratet Maria Stuart den französischen Thronfolger François, den stillen, kränklichen Sohn des Königs. Ein Jahr später stirbt sein Vater, König Heinrich II., und aus 2 Teenagern werden König und Königin von Frankreich. Für einen kurzen Moment scheint alles wie ein Märchen. Maria, die schottische Königin, trägt nun auch die Krone Frankreichs. Sie ist jung, gebildet, schön und eine der mächtigsten Frauen Europas. Doch das Glück währt nicht lange. Nur 2 Jahre nach der Hochzeit erkrankt François schwer und stirbt überraschend. Maria ist erst 17 Jahre alt und zum ersten Mal Witwe. Sie hat keinen Thronfolger geboren. Ohne Erben, ohne Machtbasis verliert sie ihren Platz am französischen Hof. Der Königshof entscheidet, Maria soll nach Schottland zurückkehren. Dort erwartet sie kein strahlender Empfang. Ihre Mutter Marie de Guise ist vor kurzem gestorben. Das Land ist führungslos, ein Machtvakuum. Clanführer bekämpfen sich, protestantische Adlige fordern mehr Einfluss und über allem schwebt die Frage, wer regiert Schottland? Bis Maria eintrifft, führt ihr Halbbruder James Stuart, ein unehelicher Sohn ihres Vaters, die Regierungsgeschäfte. Er soll die Ordnung bewahren, bis die junge Königin heimkehrt, in ein Land, das sie kaum kennt und das längst nicht mehr das ist, was sie einst verlassen hat. Als Maria Stuart nach Jahren in Frankreich nach Schottland zurückkehrt, trifft sie auf ein Land, das sich verändert hat. Religiös, politisch und gesellschaftlich. Die Adligen, mit denen sie nun regieren soll, sind ihr fremd. Sie ist nicht mit ihnen aufgewachsen. Viele von ihnen haben sich dem Protestantismus zugewandt, im Gegensatz zu Maria, die am französischen Hof tief im katholischen Glauben erzogen wurde. Und noch etwas steht unausgesprochen im Raum. Sie ist eine Frau, jung, verwitwet und allein, inmitten einer Welt, die von Männern beherrscht wird. Männer, die überzeugt sind, dass die Macht in den Händen protestantischer Adliger liegen sollte, nicht bei einer katholischen Königin. Schottland ist in Religionsfragen tief gespalten. Im katholisch geprägten Norden halten viele noch treu zur alten Kirche. Im Süden, näher am Machtzentrum und beeinflusst von England, setzt sich der Protestantismus immer stärker durch. Ein Land zwischen 2 Glaubenswelten, zerrissen, chaotisch und oft von Gewalt erschüttert. Gleichzeitig musste Maria Stuart sich mit einer weiteren Herausforderung auseinandersetzen, ihrer Beziehung zur Königin Elisabeth von England. Denn kurz vor seinem Tod hatte Frankreichs König Heinrich II. Verkündet, Maria sei nicht nur Königin von Schottland, sondern auch die rechtmäßige Königin von England und Irland. Als Maria nach Schottland zurückkehrt, trägt sie diesen Anspruch weiter in sich. Sie sieht sich als Königin beider Reiche, Schottlands und Englands. Ein Anspruch, der Elisabeth misstrauisch, ja feindselig macht und der den Grundstein legt für eine der berühmtesten Rivalitäten der Geschichte.
1564. Seit 3 Jahren ist Maria Stuart zurück in Schottland und immer noch unverheiratet. Der Druck wächst. Eine Ehe ist nicht nur politische Pflicht, sondern entspricht auch Marias Selbstbildnis als Frau, als Königin und als künftige Mutter eines Königshauses. Aus ganz Europa treffen Heiratsvorschläge ein. Über 1 Dutzend Anwärter werben um die Hand der jungen Königin. Sogar König Philipp II. Von Spanien zeigt Interesse. Derjenige, der zuvor auch Elisabeth I. umworben hatte. Doch ihre Wahl fällt auf jemanden aus der eigenen Familie. Henry Stuart, Lord Darnley, 3 Jahre jünger als sie, von hohem Adel, bildschön und katholisch. Wie Maria ist auch er ein Urenkel Heinrichs VII. Von England. Damit ist er ihr standesgemäß ebenbürtig und ein potenzieller Vater englisch-schottischer Thronerben. Juli 1565. Maria Stuart heiratet Lord Darnley. 3 Monate später ist sie schwanger. Ganz Schottland feiert, der erhoffte Erbe scheint gesichert. Doch nicht jeder jubelt. Ihr Halbbruder James Stuart, bisher der heimliche Herrscher Schottlands, sieht seine Macht schwinden. Denn mit der Hochzeit wird Darnley zum König und James verliert seinen politischen Einfluss. Er hält diese Ehe für einen Fehler, genau wie Elisabeth I. von England. Die Spannungen eskalieren. Marias Hochzeit löst Unruhen aus und führt zu einem offenen Konflikt mit ihrem Halbbruder. James Stuart, nun Earl of Moray, erhebt sich gegen die Königin und entfesselt eine Rebellion. Schutz findet die schwangere Königin hinter den mächtigen Mauern von Edinburgh Castle. Dort hoch über der Stadt bringt Maria Stuart im Juni 1566 einen gesunden Sohn zur Welt. Einen Knaben, der einst die Geschichte zweier Königreiche verändern wird. Der Junge erhält den traditionellen Namen der schottischen Könige, Jakob. In England wird er später als James I. auf den Thron steigen, der erste Herrscher, der Schottland und England vereint. Während das Volk jubelt, bleibt der Vater fern. König Darnley erscheint weder zur Taufe noch zur Feier. Er verliert sich zunehmend in Spiel, Alkohol und Ausschweifungen. In Tavernen und Bordellen fühlt er sich wohler als am königlichen Hof. 4 Monate später ergibt sich die Gelegenheit für seine Feinde. Darnley erkrankt an den Pocken und zieht sich in ein kleines Haus außerhalb der Stadtmauern von Edinburgh zurück. Was dann geschieht, wirkt wie ein Theaterstück, nur dass es tödlich endet. In der Nacht gegen 2 Uhr reißt eine gewaltige Explosion das Haus in Stücke. Darnley wird nicht unter den Trümmern gefunden, sondern im Garten, tot. Er trägt keine Brandverletzungen, aber Würgemale am Hals. Noch am selben Tag beginnen die Gerüchte. James Hepburn, Earl of Boswell, soll den König ermordet haben. Boswell wird angeklagt, doch mangels an Beweisen freigesprochen. Die Öffentlichkeit ist empört, der Hof in Aufruhr. Und dann folgt der zweite Akt dieses Dramas. Nur wenige Wochen nach Darnleys Tod hält Boswell um die Hand der Königin an. 3 Wochen lang hielt er die Königin dort fest, abgeschottet von der Welt. Als sie freikommt, ist sie schwanger. Ob aus Zwang oder freiwilliger Nähe, bis heute weiß es niemand mit Sicherheit. Doch der Verdacht bleibt. Boswell nutzt seine Macht über sie aus. Und Maria, sie flieht nicht vor Schande und Skandal. Nein, nur wenige Wochen später heiratet sie ihn, den mutmaßlichen Mörder ihres Ehemanns. Kann Maria Stuart unter diesen Umständen überhaupt noch Königin bleiben? Ganz Europa stellt sich diese Frage. Das Land versinkt im Chaos, Bürgerkrieg. Auf der einen Seite die Königstreuen, auf der anderen der mächtige protestantische Adel. Nördlich von Edinburgh treffen beide Heere aufeinander. Ein Tag voller Schlamm, Angst und Blut.
Bis zum Abend kämpfen sie. Dann brechen die Kräfte. Durstig, erschöpft, hungrig. Sie verlassen das Feld. Die Königin ist geschlagen. Bothwell dagegen entkommt. Er flieht übers Meer nach Skandinavien. Dort wird er gefasst und bis zu seinem Tod eingekerkert. Maria Stuart sollte ihn nie wiedersehen. Nach der Niederlage nehmen die Lords ihre Königin gefangen. Sie stellen Maria Stuart unter Arrest und setzen sie unter Druck. Mit der Drohung von Gewalt zwingen sie zur Abdankung. Neuer König von Schottland wird ihr Sohn, Jakob, gerade einmal 13 Monate alt. Auf Stirling Castle wächst er sicher und fern von den Unruhen auf. Die eigentliche Macht erhält sein Vormund, Marias Halbbruder James. Er regiert erneut über Schottland. Für Maria Stuart dreht sich das Rad des Schicksals. Auf Schloss Lochleven eingesperrt erleidet sie eine Fehlgeburt. Nach 11 Monaten gelingt ihr die Flucht. In einer Nacht- und Nebelaktion entkommt sie dem Schloss. Wenige Tage später hat sie ein Heer von 6000 Getreuen um sich geschart. Sie zieht erneut in den Kampf gegen die protestantischen Lords. Doch als sich abzeichnet, dass auch diese Schlacht verloren geht, verlässt Maria Stuart in Eile das Feld. Allein, geschlagen. Sie flieht nach England, aus Hoffnung auf Schutz, doch stattdessen landet sie unter Hausarrest, streng bewacht im Namen von Königin Elisabeth I. Jahre vergehen. Nach außen wirkt Maria wie eine machtlose Gefangene. 19 Jahre lang, eingesperrt, fern ihrer Heimat. Doch hinter Schlossmauern schmiedet sie weiter Pläne. Sie gibt ihren Anspruch auf den englischen Thron nie auf. Elisabeths Spionagemeister Walsingham beobachtet sie genau. Er wartet nur auf einen Fehler, auf einen Brief, einen Satz, ein Geständnis. Und dann geschieht es. Maria Stuart lässt sich auf ein Komplott ein. Elisabeth soll gestürzt, sie selbst als katholische Königin auf den Thron gesetzt werden. In einem verschlüsselten Brief erklärt Maria ihre Zustimmung zum Mord an Elisabeth. Das ist der Moment, auf den Walsingham gewartet hat. Er fängt den Brief ab, entschlüsselt ihn und legt ihn Elisabeth I. vor. Der Beweis ist eindeutig. Maria Stuart hat der Verschwörung zugestimmt. Sie wird vor Gericht gestellt. Man klagt sie wegen Hochverrats an. Maria bestreitet alles. Sie erklärt, der berüchtigte Babington-Brief sei gefälscht, doch niemand glaubt ihr. Und ein neues Gesetz ist eindeutig. Wer an einer Verschwörung gegen Königin Elisabeth beteiligt ist oder davon profitiert, muss sterben. Auf dieser Grundlage wird Maria Stuart zum Tode verurteilt. Sie stirbt unter dem Beil des Henkers, offiziell wegen Hochverrats. Doch das Volk spricht von einer Märtyrerin. Nach ihrer Hinrichtung kommt die Heirats- und Bündnispolitik der alternden Elisabeth zum Stillstand. Sie bleibt allein, unverheiratet, kinderlos. 1603 stirbt Elisabeth I. Der Thron fällt an Maria Stuarts Sohn Jakob. Er wird so König James I. von England. Mit ihm endet der jahrhundertelange Konflikt zwischen England und Schottland. Beide Königreiche sind nun durch eine Krone vereint. Mit Elisabeth erlischt die Tudor-Dynastie und die Nachkommen Maria Stuarts regieren England bis heute.